Zurück. Nick, das ist ja von KW. Ja, ja. Das Ding ist ziemlich geil. Das Ding ist wirklich geil, ohne Scheiß. Und das zeigt auch, dass wirklich Blue Fahrwerk mit Serienrädern mega Teil. Also wirklich ein mega Auto. Wenn ich den ausrufe, schreit er auf jeden Fall hier. Bist du hier? Voll auf Stolz. Hier! Ich hab die geilste Möhre hier. Ihr könnt alle nach Hause gehen. Ich hab die geilste Möhre hier. Ihr könnt alle nach Hause gehen. Hi, ich bin Ferdi von CT Automotive. Heute haben wir ein richtig geiles Auto im Haus, ein TT-RS, serienmäßig mit 400 PS, wurde hier jetzt leistungsgesteigert auf 485 PS und hat unser AVC, also unsere Active Valve Control bekommen. Bedeutet, die Klappen sind jetzt bei Bedarf komplett geöffnet. Ich möchte euch heute in dem Video gar nicht so viel drüber erzählen, eher zeigen. Richtig geiler Sound, 5-Zylinder Turbo geladen. Und kurz vorab, kurz das Wichtigste, einmal die Grundfunktionalität der Klappen erklären, wie das mit der AVC ist, und dann dürft ihr schon euch dem Sound widmen. So, der TT-RS, der hat hier so eine richtig schicke Auspuffklappentaste. Das einzig nicht so Schöne ist beim Originalbetrieb ist einfach, dass die Taste zwar da ist, aber die Funktion immer wieder überschrieben wird. Das bedeutet, drückt man im Original die Taste, dann sieht man im Tacho diesen Motorsound Sport angezeigt, beziehungsweise drückt man sie nochmal, dann ist Motorsound Standard. Also die Klappen erst später vollkommen geöffnet und im Original zeigt der Motorsound Sport an, dann sind die Klappen früher offen. Das Auto ist wuchtiger vom Sound. Drückt man sie nochmal, den Motorsound Standard, dann sind die Klappen geschlossen und gehen halt später unter hoher Motorlast auf. So, im Original ist das so, durch die Taste zum Beispiel, dann ist der Sound auf Sport geschaltet. Sobald ich aber zum Beispiel im Drive Select was wechsle oder auch nur das Auto in Fahrbetrieb stelle und einmal in den Sportmodus bin, man hört, das Getriebe erhöht die Drehzahl, dann sind die Klappen immer noch auf. Sobald ich aber wieder in D gehe, schließt das Auto die Klappen wieder. Bedeutet, bin ich im D-Betrieb, habe aber vorher die Klappentaste gedrückt gehabt, dann schließt er sie plötzlich wieder. Das Schlimmste daran ist, man hat irgendwann den Überblick verloren und man verliert irgendwann den Überblick, wann denn die Klappe jetzt auf ist und wann zu. Ich drücke die Taste, er zeigt mir an Standard, ich gehe in den S, die Klappen gehen aber auf, eben waren sie noch zu. Gehe ich wieder in den Drive-Modus, gehen die Klappen zu.
Okay, drücke ich die Taste wieder, zeigt er mir an Sport, also Klappen auf. Gehe in den S-Modus, Klappen bleiben auf, gehe in D, Klappen wieder zu. So ist das im Original. Völlig intransparent, völlig verwirrend. Selbst Audi-Händler haben wir gefragt, die waren sich selbst nicht sicher, warum das so ist und ob das irgendwie einen bestimmten Grund oder Zweck hat. Letzten Endes ist es so, gehe ich in den S-Modus und wieder in den D, schließt er die Klappen, obwohl die Taste mal gedrückt war. Jetzt haben wir hier die Active Valve Control verbaut. Das umgeht das. Dieses ständige Überschreiben der Klappen hat noch darüber hinaus den Vorteil, im Original ist es beim TTS so, startet man das Auto, sind die Klappen beim Startvorgang geöffnet und sobald das Auto gestartet ist, gehen die Klappen wieder zu. So, mit der Active Valve Control ist die Bedienung deutlich einfacher. Ich drücke die Taste, er zeigt mir an, Motorsound steht auf Sport, das heißt die Klappen sind auf. Egal ob ich das Auto im D-Modus bewege, im S-Modus oder den Motor neu starte, die Klappen bleiben komplett offen. Drücke ich die Taste nochmal, zeigt er mir an, Motorsound Standard. Die Klappen sind jetzt vollwertig geschlossen und gehen als Sicherheitsfunktionalität ab 5000 Umdrehungen wieder vollwertig auf. Darüber hinaus haben wir hier jetzt eine Funktion eingebaut. Wenn wir die ESP-Taste, das erste Mal drücken, würden wir ESP ausschalten, beim zweiten Mal wäre ESP wieder an. Jetzt ist das Modul sozusagen komplett deaktiviert und die Klappen verhalten sich wieder original. Mache ich das sofort wieder nacheinander zurück, dann ist die Active Valve Control wieder aktiviert. Wenn ich das Auto jetzt, also wenn ich das Modul jetzt zum Beispiel deaktiviert habe und das Auto irgendwo abstelle, nach 5 Minuten wieder das Fahrzeug startet, ist das Modul wieder aktiv. Das Modul ist sozusagen immer als Priorität aktiviert. Ich kann es aber halt kurzzeitig mal deaktivieren oder für Fahrten. Wichtig ist, das hatten wir nämlich als Frage mal von Kunden, was passiert denn, wenn ich nur das ESP ausschalten will? Oder woher merke ich denn, ob das Modul jetzt deaktiviert oder aktiviert ist? Zu der Taste, wir haben da einen Mechanismus drin, wenn ich die Taste kurz aufeinander folgend betätige, also wenn ich die ESP-Funktionalität kurzfristig deaktiviere, wieder aktiviere, dann weiß das Modul, aha, ich soll die Funktionalität umkehren. Wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Rennfahrt oder auf der Rennstrecke oder wie auch immer das ESP deaktiviert lassen möchte und ich deaktiviere es nur durch einfachen Tastendruck und drücke jetzt nicht sofort wieder nochmal drauf, dann wird das auch nicht berücksichtigt. Das heißt, erst wenn man zweimal nacheinander klickt. Anderes wichtiges Thema, beim TTS und RS3 gab es jüngst ein Update, das quasi erzwingt, dass die Klappen beim Motorneustart geschlossen werden. Das wird durch das Modul sozusagen umgangen. Wenn das Modul aktiviert ist, der Auspuff steht auf Motorsound Sport, sind die Klappen auf und bleiben auch beim Motorneustart offen. Das hat halt diesen kernigen Sound, diesen sonoren Sound. Und das hört sich halt bei diesen 5-Zylinder-Motoren richtig satt und geil an, richtig tief und laut. Auf jeden Fall Freude sprühen. Ich will euch nicht länger hinhalten. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Uns hat das Drehen sehr viel Spaß gemacht. Auch der Fahrzeugbesitzer war dabei. Auch er hatte seinen Spaß dabei. Fand das richtig cool zu drehen. Wenn euch unsere Videos gefallen, gerne den Kanal abonnieren, teilen und liken. Wir freuen uns. Gerne Kommentare zukommen lassen, Ideen, Anregungen für zukünftige Videos. Vielen Dank und bis dann. Ciao. Der ist krank, ne? Der ist